Hallo, hier ist Barbara Hirsekorn von der Aquarellwerkstatt. Herzlich willkommen zum neuen Film. Der Frühling kommt und ich möchte heute mit euch Tulpen malen. Im heutigen Video zeige ich dir zwei ganz verschiedene Arten, wie man Tulpen malen kann. Im ersten Bild male ich klassisch Aquarell mit zwei Farbaufträgen, mit dem Auswaschen der Farben und einer ziemlich realistischen Darstellung der beiden Tulpen. Im zweiten Versuch arbeite ich viel expressiver mit dem Malspachtel direkt auf dem Blatt und ich hoffe, du hast auch hier Spaß am Zuschauen. Wenn du die Motive nachmalen möchtest, sehr gerne. Ich freue mich, wenn mein Kanal dazu beiträgt, dich in deiner Aquarellmalerei voranzubringen. Genauso freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar unter dem Video, über ein Like oder wenn du vielleicht meinen Kanal abonnierst. Dies ist ja kostenfrei möglich. Du kannst auch unten auf die Glocke drücken, dann wirst du benachrichtigt, sobald ein neuer Film herauskommt. Die Tulpe ist im Frühling meine absolute Lieblingsblume. Ich liebe die bunten Blüten, die mit dem frischen Grün im Garten um die Wette strahlen. Tulpen zu malen ist nicht ganz einfach, wenn man sich von der fotorealistischen Wiedergabe malerisch etwas entfernen möchte. Es geht also darum, durch verschiedene Aquarelltechniken, wie zum Beispiel die Nass-in-Nass-Malerei, eine malerische Umsetzung des Themas zu finden, die auf dem Blatt gut funktioniert. In diesem Video stelle ich dir zwei verschiedene Möglichkeiten vor. Die Materialien im heutigen Video sind Cadmiumrot von Schminke, Alizarin-Karmesin von Winsor Newton, Quinacridonrot von Schminke, Ultramarin-Feinst von Schminke, Cadmiumgelb von Winsor Newton, Opernrosa von Winsor Newton, Green Apatite Genuine von Daniel Smith und Titanweiß von Schminke. Die kleine Sprühflasche seht ihr zum Sprühen von feinen Nebeltröpfchen aufs Papier. Ich arbeite auf Büttenpapier von Arches 300 Gramm Graphit, das Format ist ungefähr DIN A4. Ich arbeite mit meinem eigenen Rotmarderpinsel in der Größe 10, mit einem Malspachtel und dem Flachpinsel zum Auswaschen, auch in der Größe 10. Der rote Stift ist ein Aquarellstift der Firma Caran d'Ache. Hier siehst du nun die Skizzen für beide Bilder. Links etwas mehr ausgearbeitet und rechts nur mit den einfachen Grundformen. Für die Unterstützer dieses Kanals kommt Skizze und Referenzfoto wieder per Mail ins Postfach. Wenn du diesen Kanal auch mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen möchtest, bekommst du im Unterstützerbereich auch sofort Zugriff auf Skizzen und Fotos von älteren Filmen. Zunächst entferne ich mit dem Knetradiergummi die kräftigen Bleistiftstriche, damit sie später unter dem Aquarell nicht zu stark zu sehen sind. Mit Opernrosa, Quinacridonrot und Alizarin-Karmesin male ich den ersten Farbauftrag für die obere Tulpe. Hier ist sehr viel Wasser im Pinsel und auch die Pinselbewegungen variieren etwas. Unten ist der Blütenkopf etwas dunkler. Hier arbeite ich mit weniger Wasser und mehr Pigment in der Mischung. Mit dem ausgespülten und leicht abgetrockneten Pinsel nehme ich nun helle Stellen aus der noch feuchten Fläche wieder heraus. So kann ich die einzelnen Blütenblätter schon gut variieren. Hier wechsle ich auf den Flachpinsel, der aufgrund seiner straffen synthetischen Haare die Farbe noch besser abheben kann. Auch die zweite Tulpe wird mit den gleichen Rotmischungen gemalt und modelliert. In den unteren Bereich am Stielansatz kommt schon eine Grünmischung aus Green Apatite Genuine und Cadmiumgelb hinein.
Auch hier werden mit dem Flachpinsel die Blütenblätter modelliert und die Helligkeiten herausgearbeitet. Bevor ich die Blüten mit dem zweiten Farbauftrag noch genauer ausarbeite, möchte ich zunächst die grünen Blätter malen. Ich arbeite mit Mischungen aus Green Apatite Genuine, mit Cadmiumgelb und mit Ultramarinblau. Hierbei achte ich darauf, dass das Grün in seiner Leuchtkraft etwas gebrochen wird, damit der Rot-Grün-Komplementärkontrast nicht ganz so extrem ausfällt. Die Blätter sind in einer leichten Diagonale gegenläufig zu den Blüten ausgerichtet und geben so der kleinen Blumenskizze etwas Spannung. Den Bereich für die Blätter links unten möchte ich mit lockeren Kanten abstrakt und undefiniert halten. Ein paar Spritzer fügen nun noch kleinere Formen ein. Einige rote Spritzer greifen die Farben der Tulpen im Motiv auf, geben ihm Leichtigkeit und stellen die Balance zwischen großen, mittleren und kleineren Formen in der Bildkomposition her. Nachdem ich das Blatt gründlich trocken geföhnt habe, geht es mit dem zweiten Farbauftrag weiter. Ich mische mir nun die Schattenfarben für die Blütenköpfe. Alizarin Karmesin, Ultramarinblau und gelegentlich auch eine Mischung aus Rot und Grün kommen in diese Bereiche. Alle dunklen Flächen, die ich auf dem Referenzfoto entdecke, werden nun eingetragen. Da ich hier die Formen immer noch eher weich halten möchte, habe ich den gesamten Blütenbereich im Vorfeld einmal angefeuchtet und arbeite mit meiner Farbe nun in der leicht angefeuchteten Fläche. Dies erzeugt für die Blütenblätter weiche Ränder und die Farben verlaufen gut ineinander. Mit dem Flachpinsel hole ich wieder helle Stellen aus der dunklen Farbe heraus und arbeite so an der Dreidimensionalität der Blütenblätter. Jetzt heißt es wieder genau aufs Referenzfoto zu schauen und die feinen Nuancen im Tonwert und in der Farbe zu entdecken und zu malen.
Auch die zweite Blüte feuchte ich zunächst vorsichtig an und arbeite dann auf nassem Untergrund. Ich verwende die gleichen Schattenmischungen wie schon in der ersten Blüte. Mit einer Mischung aus Grün und etwas Rot male ich den Stängel und auch die Blätter bekommen noch ein paar Akzente mit dieser Farbmischung. Mit Titanweiß direkt aus der Tube möchte ich jetzt einige Lichtkanten noch betonen. Hier ist es wichtig, dass diese Akzente mit feiner Pinselspitze und sehr reduziert aufgetragen werden. Für die lockere und expressive Umsetzung des Motivs sprühe ich mit der Sprühflasche zunächst ganz locker einige Tröpfchen auf das Aquarellpapier. Ich möchte nun mit dem Malspachtel arbeiten. Hier seht ihr meine 4 roten Farben: Quinacridon-Rot, Opernrosa, Alizarin-Karmesin und Cadmiumrot als Farbtropfen auf der Palette. Ich tauche das Palettmesser in die Farbe und male direkt mit dem Spachtel auf dem Papier. Mit der gleichen Grünmischung wie beim vorigen Bild, also Green Appetite Genuine mit etwas Cadmiumgelb, ummale ich nun die roten Blütenformen. An einigen Bereichen soll das Grün mit dem Rot verschmelzen. Andere Bereiche bleiben mit einer kleinen Lichtkante stehen. Mit wenigen Pinselbewegungen werden recht abstrakt die Blätter angedeutet. Auch hier versuche ich im linken unteren Bereich des Bildes eine etwas größere Blattmasse zu malen. Mit einer kräftigen, dunkleren Mischung aus Alizarin, Karmesin und etwas Blau setze ich noch ein paar Akzente in die Blütenköpfe. Hier ritze ich mit dem Fingernagel einige helle Stellen als Blütenstiele in die grüne Fläche. Die kleinen roten Formen, die ich im linken Bild mit dem Pinsel aufgespritzt habe, kann ich auch anders erzeugen. Hier reibe ich einen Aquarellstift mit Schmirgelpapier über die Bildfläche und bekomme ganz kleine rote Punkte. Sie greifen die Farbe Rot in einer Variation im Bild auf und sorgen dadurch für Spannung. Mit dem Aquarellstift akzentuiere ich jetzt noch einige Bereiche und dann sind wir mit diesem expressiven Motiv auch schon fertig. So, das war's mit dem heutigen Motiv. Ich hoffe, du hattest Spaß mir zuzuschauen und jetzt hast du Lust, es auch selbst einmal auszuprobieren. Schreib mir gerne in den Kommentaren, welche der beiden Versionen dir besser gefällt. Das fände ich sehr interessant, denn beide Bilder unterscheiden sich ja sehr stark. In der nächsten Woche geht es hier auf dem Kanal weiter. Es gibt ein schönes Venedig-Motiv. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei. Tschüss, bis dahin.